Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Diesmal nicht draußen in meinem Garten mit einem Mähroboter unterwegs, sondern mit einem Saug- und Wischroboter, nämlich dem Mova Z60 Ultra Roller Complete. Diesen Roboter werde ich hier in der Wohnung testen. Ich werde ihn auf Herz und Nieren auseinandernehmen. Ich werde euch zeigen, wie ihr ihn in der App einrichtet, wie ihr Ecken und Kanten meistert, denn dieses Teil hat ganz besondere Eigenschaften. Eine Andruckrolle, 4100 Pascal, 28.000 Pascal Saugleistung und noch viel mehr. Allerdings bin ich heute nicht alleine dabei, denn meine Frau Silvia wird heute mich unterstützen. Die macht normalerweise die Buchhaltung, kümmert sich um das Backoffice von meinem Kanal und ist der Meinung, dass diese ganzen technischen Spezifikationen gar nicht so wichtig sind, sondern, tja, was eigentlich? Lieben Dank für die Einladung. Ja, und du hast recht, die technischen Details sind für mich jetzt tatsächlich nicht ganz so wichtig. Für mich ist wichtig, dass der Saugroboter schnell und gut arbeitet, dass eine gute Saugkraft vorhanden ist, dass die Wischleistung gut ist, dass die Ecken und Kanten gut gereinigt sind, dass die Wartung schnell vonstatten geht und dass alles recht einfach zu bedienen ist. Wie das Ganze aufgebaut ist und was für Zubehör noch alles mit dabei ist, das zeigen wir euch gleich. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist nämlich ein umfangreiches Starterpaket mit dabei. Dann könnt ihr praktisch sofort loslegen und man muss sich mal vor Augen halten, dieses Starterpaket, ich hoffe man kann es gut erkennen, hat einen Wert von wie viel? Über 216 Euro 216 Euro, die mit dabei sind. Und ich kenne es von unseren anderen Robotern, dass zwar Bürsten hier mit dabei sind, aber alles andere muss man immer extra kaufen und daran verdient dann tatsächlich der Hersteller. Aber ihr seht, ihr bekommt Ersatzbürsten dazu, ihr bekommt 3 Stück von diesen Walzen mit dazu und was es damit auf sich hat, das seht ihr dann später. Von den Lippen hier, die das Ganze aufsaugen, die den Staub aufnehmen, gibt es auch einen Ersatz. Es gibt 3 Ersatzfilter dazu und was ich total kurios finde, 2 verschiedene Reinigungsflüssigkeiten, denn dieser Saugroboter hat nicht nur einen Frischwassertank bzw. nutzt nur einmal Frischwasser, sondern hat 2 verschiedene für verschiedene Anwendungszwecke. Das, glaube ich, ist sehr spannend und es gibt noch ein Packen an Ersatzstaubbeutel mit dazu. Der Aufbau war sehr einfach gewesen. Ich habe die Station einfach nur aus dem Karton gehoben und ja, hier war auch schon alles mit dabei. Das zeige ich euch mal fix. Ihr habt hier zum einen den Schmutzwasserbehälter, hier den Behälter für das Saugrohrwasser und hier vorne habt ihr auf der linken Seite den Staubbeutel und hier auf der rechten Seite die Kartusche für das Reinigungsmittel. Einmal kommt hier das normale Reinigungsmittel rein und hier das Reinigungsmittel, was ihr hier seht, gegen Tiergerüche. Ja, und das war es auch eigentlich schon zum Aufbau des ganzen Gerätes. Viel ist gar nicht mehr dabei. Ich werde mit euch einfach mal in die Einrichtung, in die App starten. Um den Mova Z60 Ultra Roller Complete Saug- und Wischroboter wirklich umfänglich nutzen zu können, müsst ihr ihn zunächst in der App einrichten. Den Link zur App für iOS oder Android findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Sobald ihr die App installiert habt, euch ein Kundenkonto angelegt habt, kann es auch schon losgehen. Ihr seht hier den Startbildschirm und ich kann über das Scannen eines QR-Codes den Roboter direkt hinzufügen. Hierzu klicke ich auf Scannen Sie den QR-Code zum Verbinden. Die Kamera wird aktiviert und ich scanne den QR-Code, der sich auf der Oberfläche des Roboters unter der Abdeckung befindet. Als nächstes muss ich eine Verbindung mit meinem Netzwerk herstellen. Hierzu wähle ich das richtige Netzwerk aus, hinterlege mein WLAN-Kennwort und aktiviere so die Internetverbindung. Ich habe den Stromstecker der Ladestation eingesteckt und den Roboter rückwärts in die Station hineingeschoben. Er ist automatisch angesprungen und leuchtet nun schön blau bzw. grün. Ich bestätige, dass der Roboter eingeschaltet ist, klicke auf Weiter und drücke die Tasten Reinigen und Andocken für 3 Sekunden. Nachdem ich die Ansage gehört habe, bestätige ich auch diesen Punkt und gehe weiter zum 4. Schritt. Robot and phone connected. Please return to app to wait for the result. Network connected successfully. Das war's auch schon und der Roboter ist mit der App gekoppelt und eingerichtet. Nun kann ich die Wohnung zunächst kartieren, damit der Roboter weiß, wo er genau reinigen soll. Die Basisstation hängt am Strom. Der Roboter ist eingerichtet, mit meiner App verbunden und alles, was fehlt, ist die Kartierung. Schnelle Kartierung beginnen. Das mache ich jetzt einfach mal.
Z60 Ultra Roller Complete kombiniert Saugen und Wischen in einem Schritt. Möglich macht das Hydroforce-System. Die 25,6 cm breite Walze wird über 12 Düsen gleichzeitig mit frischem Wasser benetzt. Gleichzeitig entfernt ein Schmutzwasserschaber das dreckige Wasser und saugt es direkt in den Schmutzwassertank. Durch den Anpressdruck von 4100 Pascal, was rund 1,7 Kilogramm entspricht, wird der Boden ähnlich intensiv geschrubbt wie beim manuellen Wischen. Zusätzlich sorgt eine Aufspülfunktion mit 1000 Umdrehungen pro Minute dafür, dass die Walze ihre volle Reinigungsleistung dauerhaft behält. Auf Teppichen kommt die Autoshield-Technologie ins Spiel. Der Roboter hebt dabei nicht nur die Walze um bis zu 14 mm an, sondern auch das gesamte Gehäuse um bis zu 11 mm. Gleichzeitig führt ein Schutzschild aus, sodass kein Tropfen Wasser den Teppich berührt. Das bedeutet sichere Übergänge und trockene Teppiche ganz ohne Kompromisse. Auch bei Hindernissen zeigt der Z60, was er kann. Dank Stepmaster 2.0 überwindet er Türschwellen und Stufen bis zu 8 cm höher. Damit reinigt er zuverlässig auch Räume, die viele andere Saug- und Wischroboter nicht erreichen würden. Besonders praktisch ist auch die Maxi-Reach-Technologie. Die Walze und die Seitenbürste können ausgefahren werden, um wirklich tief in Ecken und Kanten zu gelangen. So wird kein Bereich ausgelassen. Ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen runden Robotern. Für die Orientierung setzt Mover auf die Flexi-Scope-Navigation. Der Z60 ist nur 96 mm hoch und der Sensorturm lässt sich einziehen. Dadurch passt er problemlos unter Sofas, Schränke oder Betten. Gleichzeitig sorgen Laser, RGB-Kamera und LED-Beleuchtung für eine präzise Kartierung, selbst in dunklen Bereichen. Und natürlich darf die Saugleistung nicht fehlen. Mit 28.000 Pascal und dem TurboWave Duo-Brush-System nimmt der Roboter Staub, Haare, Tierfell und auch größere Krümel zuverlässig auf, ohne dass sich Haare in der Bürste verheddern. Ein weiteres Highlight ist das Dual Solution System. Es gibt 2 getrennte Tanks, einen für die normale Reinigungslösung und einen für eine spezielle Haustiergeruchslösung. Diese kommt in der Basisstation zum Einsatz, wenn die Walze gereinigt wird. Ideal für Haushalte mit Tieren. Apropos Basisstation, hier übernimmt der Roboter die gesamte Wartung von selbst. Die Walze wird mit 80 Grad heißem Wasser gewaschen, anschließend mit 63 Grad heißer Luft getrocknet und zusätzlich noch mit UV-Licht sterilisiert. Gleichzeitig entleert er den Staubbehälter automatisch in den 3,2 Liter großen Beutel und füllt frisches Wasser für die nächste Reinigung nach. Damit ist der Z60 wirklich eine Hands-off-Lösung. Einmal aufstellen und er erledigt den Rest. Werfen wir noch einen Blick in die App. Die Einstellungsmöglichkeiten für den Z60 Ultra Roller Complete sind unglaublich vielfältig. Deswegen werde ich hier nur auf die wichtigsten Einstellungen eingehen. Was mir zunächst auffällt, ist die unglaubliche Detailtreue der Karte. Die Karte, die der Roboter erstellt hat und mit jeder Reinigung verfeinert und verbessert, ist sehr genau. Wie ihr sehen könnt, werden Hindernisse, Stuhlbeine und dergleichen, alles wird perfekt angezeigt. Der Roboter bearbeitet und ergänzt die Karte vollautomatisch. Wer möchte, kann aber über das Stiftsymbol rechts an der Seite Raumabtrennung, Bodenmaterial oder eben Türschwellen und dergleichen manuell festlegen. Mit dem Tiersymbol rechts an der Seite kommt ihr in das Erkennungsmenü für Haustiere. Hier könnt ihr spezielle Zonen festlegen, die der Roboter mit der zweiten Reinigungslösung behandeln soll. Ihr habt aber auch eine ganz andere Funktion, nämlich den Haustierbespaßer. So möchte ich einfach mal den Haustiersitter nennen. Und zwar ist das Gerät in der Lage, über die eingebaute Kamera die Haustiere zu beobachten und bietet euch so von unterwegs die Möglichkeit, auf eure Tiere zu achten. Das Tolle ist, dass er während der Reinigung Haustiermomente aufnimmt, die ihr euch dann im Anschluss anschauen könnt. Oben rechts über das 3-Punkte-Menü kommt ihr in die Einstellung und hier seht ihr, die Einstellungsmöglichkeiten sind unglaublich vielfältig. Hier könnt ihr zum Beispiel den Reinigungsplan festlegen und für jeden Tag der Woche individuell für jeden Raum eine eigene Reinigung hinterlegen. In den Einstellungen für die Teppichreinigung kann ich festlegen, was der Roboter beim Befahren eines Teppichs machen soll. Ich habe hier zusätzliche Einstellungen, indem ich zum Beispiel auch festlegen kann, dass der Wischmopp angehoben werden soll, ob die Seitenbürste benutzt werden soll, wie sich die Saugleistung verbessern soll. All das kann ich hier individuell festlegen. Die KI-gesteuerte Mob-Extend-Einstellung könnt ihr im Menü jeweils einzeln ein- und ausschalten. Das bedeutet, die Seitenbürste vorne rechts könnt ihr aktiv steuern, beziehungsweise auch das Ausfahren des Wischmops rechts an die Seite bis an den Rand könnt ihr hier aktivieren oder deaktivieren. Ihr könnt sogar festlegen, in welcher Frequenz das Ganze passieren soll.
Der Roboter ist in der Lage, kleine Kanten und Hindernisse zu überwinden. In den Einstellungen für die Freiraumbeine könnt ihr festlegen, wie genau er ein Hindernis überwinden soll. Diese Funktion finde ich absolut faszinierend. Den Stein vor unserem Ofen hat er problemlos gemeistert. Den Eingang in unser Bad mit gut und gern 5 bis 6 cm Höhe hat er allerdings nicht geschafft. Ein weiteres Menü mit vielen Funktionen befindet sich in den Dock-Einstellungen. Hier könnt ihr festlegen, wie zum Beispiel die Wischeinstellungen vorgenommen werden sollen, dass der Mop automatisch gereinigt wird und intelligent gewaschen wird. Das bedeutet, das System erkennt automatisch, wie schmutzig der Mop ist und passt die Wassermenge und die Reinigungsmodalitäten entsprechend an. Ein besonderes Gimmick, wie ich finde, ist die UV-Sterilisation. UV-Licht ist tödlich für Bakterien und Keime und wird in der Station eingesetzt, um den Mop gegen diese zu sterilisieren. Zum Schluss habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die Waschplattenbasis, also da, wo der Roboter innerhalb der Station steht, selbstständig zu reinigen. Mit einem Klick auf Beginnen Sie die Reinigung wird dieser Bereich automatisch vom Roboter gereinigt. Ihr seht also, der Arbeitsaufwand, wenn dieser Roboter einmal installiert ist unglaublich niedrig. Lediglich das Frischwasser muss aufgefüllt werden, das Schmutzwasser regelmäßig entleert werden und ab und zu sollte natürlich auch der Staubbehälter in der Station ausgetauscht werden. Der Roboter meldet sich aber rechtzeitig über die App bei euch, um Bescheid zu geben, wann es denn soweit ist. So, ihr Lieben, wir starten jetzt den ultimativen Stresstest. Wir haben Milch, Ketchup und Katzenstreu vorbereitet. Und jetzt schauen wir mal, was der Z60 so kann. Ja, lasst uns einfach mal auf das Ergebnis des Tests schauen. Hier seht ihr, es ist blitzblank sauber. Der Ketchup ist weg, die Milch ist weg, das Katzenstreu ist ja so gut wie weg. 2, 3 Krümelchen konnte man noch entdecken. Es ist eine Top-Reinigungsleistung. Ja, sagt mir einfach, wie findet ihr das Ergebnis? Daumen hoch, schreibt gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu. Ja, gebt mir euer Feedback. Ja, wir konnten den Mova Z60 Ultra Roller Complete einige Zeit testen. Mein Fazit ist, er macht super quietschesauber. Die Böden sind ja klinisch rein wie in einem OP-Saal. Schwierigkeiten wie Katzenstreu, Ketchup, Milch hat er wunderbar überwunden. Also für mich ein Top-Gerät, kann ich nur euch weiterempfehlen. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du es, Mike? Was sagst du dazu? Zu sagen, wir haben das Gerät ja erstmalig vor ein paar Wochen auf der IFA gesehen, auf der IFA 2025, und da war klar, super, den wollen wir testen. Und im Ergebnis, ja, die Fußböden sind sauber. Der ausfahrbare Wischmopp, der reicht bis an den Rand ran.
Und ja, auch die Reinigung ist fast wie von Hand, also das Teil drückt richtig nach unten. Was mich persönlich fasziniert hat, ist die Überwindung dieser Hindernisse, wenn der Roboter vorne hochfährt und auf die Steinkante oder versucht bei uns ins Bad reinzufahren. Ist wirklich faszinierend, was da an Technik schon drin steckt in so einem Roboter. Allerdings muss ich auch sagen, ein paar Probleme hat er durchaus, die mir aufgefallen sind. Nämlich, dass er, wenn er aus der Station herausfährt, am Anfang so 2, 3 Wassertropfen verliert. Da scheint die Rolle noch nass zu sein. Die saugt er zwar dann im Doing wieder auf, da gibt es keine Probleme mit Wasserschäden und ähnliches, aber ich denke, da muss auf jeden Fall noch etwas nachgeholfen werden. Und was mich persönlich ja auch ein bisschen stört, ist die Oberfläche so schön glatt, wie sie hier ist. Man sieht dann doch jeden Fingertapsen hier drauf. Also das ist nicht geeignet für unsere Katzen, wo dann die Katzenabdrücke hier drauf sind. Aber unterm Strich muss ich sagen, das Teil hat auch mich total überzeugt, ist deutlich besser als unser alter Saugroboter, also wirklich ein ganz krasses Teil. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was hat es damit auf sich, wo kommt das Teil her, was kostet so ein Teil überhaupt, klar, Mova hat uns diesen Wisch- und Saugroboter zur Verfügung gestellt. Den Produktlink, den Promo-Link mit Rabattangeboten und dergleichen, das findet ihr alles unter dem Video, das setzen wir euch da rein, dann könnt ihr einfach mal schauen, wie die genauen technischen Details sind, was so ein Gerät tatsächlich kostet, wie viel Rabatt ihr aktuell bekommen könnt. Und ja, wenn ihr einmal unter dem Video seid, dann gebt doch unserem Video hier den Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um auch die neuen Videos nicht zu verpassen. Und an der Stelle, glaube ich, sind wir fertig mit unserem Test. Freuen uns auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.